Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns an das neue Wochenorakel. Ich bin gerade noch am Aussuchen der Karten. Ich nehme heute mal diese wieder. Wie immer dürft ihr am Ende noch eine Botschaft auswählen. Und jetzt schauen wir mal für das Kollektiv, was die neue Woche bringt. Oh. Konfliktpotenzial, ein bisschen Stress, Aufregung. Möglicherweise hat der ein oder andere auch so ein bisschen mit den Herzensangelegenheiten, mit der Liebe einen Kummer oder einen Konflikt. Aber wir haben die Blumen im Haus des Hauses drin. Es kann hier auch sein, weil die Eulen liegen im Haus des Gräs, dass es eine positive Aufregung ist oder dass sich ein Konflikt irgendwie löst und man freudig irgendetwas startet. Es kann im häuslichen Bereich sein, dass sich etwas zu unseren Gunsten entwickelt oder dass wir viel Besuch haben, uns austauschen, irgendwelche guten Energien, die uns unser Herz aufgehen lassen. 2, 4, 6, 7, 8. Ich habe eine Woche, die sehr aufklärend ist. Ich habe eine Woche, wo man auch so ein bisschen mit Verlustthemen konfrontiert ist. Es kann jetzt die Vaterfigur betreffen oder Partner, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Hier ist es wichtig, dass wir gut in unserer Kraft bleiben, im Vertrauen. Wir haben hier die Familienthemen im Umbruch drin, also es kann schon auch gut sein, dass sich familiäre Konflikte zeigen oder dass man sich auch irgendwo rausnehmen kann, wo man stark involviert war. Jetzt haben wir noch die Sonne im Haus der Blumen drin, das ist eine sehr schöne, aufklärende, kreative Energie. Wir haben die plötzliche Klarheit, wir haben eine hohe Sensibilität auch. Und ich habe, dass etwas klitzeklar wird, wo wir vorher gedacht haben, ich habe irgendwie keinen Plan. Wir sind sehr stark fokussiert auf unsere Herzensangelegenheiten, auf die Liebe, auf alles, was uns so am Herzen auch liegt, unsere eigenen Träume, unsere Wünsche. Vielleicht bilanziert der ein oder andere auch seine eigene Lebensreise und guckt sich so seine Stationen an. Wir haben die Neubeginne im Haus des Neubeginns und ich habe wirklich das Konflikte lösen, bei denen man im Dunkeln getappt ist oder nicht so richtig wusste, wo ist der Ansatzpunkt. Und hier liegt schon auch eine ganz große Erkenntnis irgendwie, eine Lebenserfahrung. Ich habe hier sehr stark die Vaterfigur mit verbunden. Oder irgendwelche Autoritätspersonen, die Schatten aufwerfen. An sich kann es aber auch das Thema sein, ne? Vertrauen, versorgt sein, angebunden sein. Etwas Emotionales kommt hier zum Vorschein, das aber wirklich urplötzlich ganz klar ist. Ne? Ich habe plötzliche Veränderungen, schnelle Veränderungen, Veränderungen, die auf vielen Lebensbereichen liegen oder die auf einmal wie so ein Dominoeffekt auslösen. Ne? Hier kommt die Klarheit, hier kommt der nächste Schritt, es geht voran. Es ist eine Woche, wo es sehr stark um unsere seelischen Hindernisse oder Blockaden geht. Ne? Hier ist etwas, das setzt wieder etwas in Gang. Man hat irgendwie einen Punkt, aus dem man eine große Erfahrung zieht.
Das kann jetzt ein Punkt sein, der speziell an die Situationen geht, wo man so ein bisschen Melancholie drauf wirft oder wo man sehr viel rumgrübelt oder wo man sich fragt, warum stehe ich jetzt hier? Was hat mich hierher gebracht? Wo war ich mal? Also dieses Bilanzieren ist hier sehr stark und die schnelle, rasche Erkenntnis, die dann wieder etwas in Bewegung setzt, das vielleicht schon auch seit unseren Kindertagen blockiert ist oder aber auch mit unseren eigenen Kindern zu tun hat. Das ist hier sehr schön, denn wir haben hier im Haus der Mäuse den Berg drin, das heißt emotionale Blockaden, etwas, was langweilig ist, was lang schon da ist, was schon so Energie auch geraubt hat, kommt hier in den Wechsel und bringt statt den Debris eine Klarheit mit, eine Aussicht, eine Möglichkeit. Und wir haben hier tatsächlich auch die Möglichkeit, neue Wege zu gehen, eine emotionale Sache, die uns sehr bedrückt hat, zu verlassen oder einen anderen Weg zu wählen, als den wir bisher gemacht haben. Das kann hier sein, dass ihr zum Beispiel denkt, wenn mich die Dinge überfahren, dann mache ich zu, dann verschließe ich mich. Und der andere Weg wäre eben in Bewegung zu gehen, vielleicht dem Ganzen mit Aktion entgegenzutreten. Ja, aber Entscheidungen, die betreffen alles Verbindliche, die betreffen die Finanzen, die betreffen möglicherweise auch Herzensangelegenheiten. Das haben wir hier oben ja auch schon liegen. Die Möglichkeiten, die wir hier verbindlich treffen können, ne? Die Entscheidungen, die korrespondieren hier mit der Sonne. Die Sonne liegt noch im Haus der Blumen, das sind wirklich kreative Lösungen. Ich habe zweimal das schnelle Aufwachen oder auch das Rankommen an ein Wissen, an eine Info, die man braucht, das vorher verborgen war. Ich habe schicksalshafte Nachrichten, schicksalshaft neue Lektionen, Kapitel, die wir beginnen. Und ich habe uns selber im Haus des Hauses, in unserem eigenen Haus, wir korrespondieren mit den Blumen im Haus des Hauses und wir sind sehr stark mit dem konfrontiert, was von außen auf uns einwirkt. Ne? Das ist so eine Sache. Es ist hier ein Muster zu sehen. Das wirkt sehr stark über die emotionale Ebene. Kann hier auch sein, wir gucken uns an, wie verlief meine Zeit, in der ich verbunden war mit anderen, mit der Vergangenheit, mit vielleicht auch Sachen, die ich nicht genutzt habe. Wo habe ich im Bereich Beziehungsleben selber emotionale Hindernisse, die, ja, wie soll ich das nennen, die sich mir immer wieder als Mangel aufpräsentieren oder dass ich nicht vorankomme oder dass mir die Materie fehlt, um Dinge voranzutreiben. Aber es ist auch eine Zeit, wo wirklich Dinge sich aufzeigen, mit denen wir nicht mehr eins sind. Und wir spüren das schon lange, aber wir können es nicht, wie soll ich es nennen? Wir finden den roten Faden noch nicht und können uns dran halten. Wir haben Entscheidungen im häuslichen Bereich. Vielleicht hat der ein oder andere hier auch Menschen in der Umgebung, die gute Angebote mitbringen im Bereich Haus, Häuslichkeit, Immobilie. Es kann ja auch um das Wohnen im Familienumfeld gehen. Und wir haben den Klee hier im Haus der Sonne. Also es ist wirklich eine gute Sache hier. Das, was man hier auf den Weg bringt, was verbindlich entschieden werden muss. Es kann mit den Finanzen zu tun haben. Im weitesten Sinne sieht man auch das Thema unabhängig von etwas oder jemandem sein im verbindlichen Bereich. Und da seine eigenen Sachen zu machen, seinen eigenen Träumen zu folgen, ist ja sehr groß mit dabei.
Okay, mit der unteren Reihe bin ich versöhnt. Da haben wir uns selbst, wir haben die Konfrontation mit Umständen von außen, mit dem Schicksal, mit Nachrichten, die wir so nicht gedacht haben. Ich habe hier im Hause der Finanzen die Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen. Das habe ich zweimal. Hier liegt sehr viel Kommunikation, vielleicht auch mit Ämtern oder Behörden, oder es betrifft die Selbstständigen. Es kann ja auch sein, dass man irgendwie von einem Amt, einer Behörde eine Zusage kriegt oder einen Bescheid, der den Erwartungen entspricht. Ich habe berufliche Veränderungen, es betrifft hier beide. Für einige sind da die Finanzen mit am Spiel, für andere ist es auch verbunden mit dem häuslichen Bereich, mit der Cheffigur. Wir sind hier auch so ein bisschen in der Position, dass wir für gewisse Dinge in unserem Leben wieder Führung aufnehmen oder den Mann stehen. Ne? Und wir haben hier die Berufskarte im Hause des Schicksals drin. Also es geht sehr viel um Veränderungen am Beruf, an den Finanzen, an dem Thema, wie erarbeite ich mir eine Stabilität, wenn ich auch stark mit dem Außen konfrontiert bin. Hier kann eine Person auftauchen. Es kann hier im Prinzip eine sein, die wir auch noch nicht kennen, die Info hat, die Türöffner ist für irgendetwas. Und es kann im Beruf, in den Finanzen und im häuslichen Bereich auch sein. Ich habe hier für die berufliche Energie auch kreative Lösungen eingeben und nehmen, dass ausgeglichen wird. Eine Situation, die sich auf zwei Wegen auch klären kann, das finde ich auch sehr cool. Da ist vielleicht für einen so etwas wie eine Lernerfahrung, die jetzt ansteht, wie man sich minimiert und trotzdem nach vorne kommt. Und das Ganze ist verbunden mit einem ganz großen Knoten, der emotional platzen darf. Ich habe so das Gefühl, dass manche überrascht werden von Sachen, mit denen sie so nicht gerechnet haben und dass genau diese dann wieder auf den guten Weg führen. Hier ist Anfang und Ende zu sehen in der Mitte des Kartenblattes. Hier ist ein seelisches Wachstum, hier ist plötzliche Klarheit und hier sind wirklich Türöffner. Es können ja tatsächlich auch Menschen sein. Es kann eine Woche sein, wo wir brauchen, dass wir hintereinander stehen. Ich habe hier so dieses, ich stärke dir den Rücken bei den Paarsituationen. Ich habe auch für das Gegenüber hier, das liegt hier im Hause der Familie drin, eventuell so Sachen, wo wir gebraucht werden, wo wir unseren Mann stehen dürfen. Aber wir erarbeiten uns hier auch ein Gleichgewicht. Guckt mal, hier ist mir die Seeanemone rausgefallen. Hintereinander stehen, kraftvolle Verbindungen haben, vielleicht eingebunden sein und doch nicht, wie sagt man, abhängig voneinander. Und es passt auch mal wieder wunderbar, weil ich hatte ja hier auch gesagt, hier sieht man dann so ein emotionales Ding, das wir abschließen können. Und es geht sehr viel um emotionale Öffnung. Es geht um Emotionen, die man nach außen bringt. Es geht darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, hintereinander zu stehen, zusammenzurücken, allem einen gemeinsamen Nutzen zu geben. Und mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten von vielen kann man ja etwas ganz Tolles umsetzen oder auch was Neues erschaffen. Wir haben ja das Kind im Haus des Kindes drin.
Hier ist jeder Einzelne wichtig mit allem, was er mitbringt. Soziale Kontakte sind wichtig. Hier haben wir ja auch die Türöffner, die Personen sind. Und man darf genau hingucken, welche Verbindungen man eingehen will, die uns gut tun, aber auch den anderen, die uns stärken. Und wenn darf Bündnisse, die nicht mehr dienlich sind, auch in Frieden auflösen. Geben und nehmen in Balance bringen, also dieses Gleichgewicht schaffen. Abgrenzung auch zu Dingen, die uns, ja, ich sag mal, Energie nehmen oder uns nicht aufbauen. Sich dem Beziehungsgeflecht auch öffnen. Guck mal, wir haben ja hier im Hause der Entscheidungen die Beziehungen drin und die Herzensangelegenheiten, die wir auf einen anderen Weg bringen. Es ist sowas, wo man wieder in Einklang kommt, ja, wo man wieder rund läuft, verbindlich auftreten kann. Und wir haben den Frosch. Das ist eine gewisse Medizin und auch etwas, was sehr gut passend ist, denn es ist in vielen Regionen auf der Erde ein Glückssymbol oder ein Medizinsymbol. Und es geht tatsächlich um das Thema Erneuerung auf allen Ebenen. Und es ist nicht nur so eine Erneuerung, sondern wir haben ja hier die Emotionen. Es ist etwas, was eine tiefgreifende Erfahrung mitbringt. Es ist sowas wie ein Neubeginn, für den es nicht zu spät ist. Und es ist auch was, wo man eine Veränderung in eine ganz andere Richtung vornimmt, um irgendwas zu kriegen, was man noch nie gekriegt hat. Man geht Dinge auf andere Art und Weise an. Und man legt auch gewisse Meinungen darüber ab, wie sich das Leben entwickeln soll. Man darf sich ein bisschen flexibel zeigen, Bereitschaft zur Veränderung haben. Dann werden sich hier Fülle und Glück einstellen. Dranbleiben für eine kleine Auswahlmöglichkeit. Ich drücke euch und bis bald. So, es geht weiter. Ich habe hier 2 Herzen liegen zur Auswahl. Sucht euch eins aus. So, Moment. Jetzt finde ich meine Karten wieder nicht. Eine Sekunde. Hier. Ups. So, ihr Lieben, dabei belassen wir es. Ach, ich wollte die Vögelchen mal wieder, die habe ich auch schon verkramt. Ich lege sie mir mal hier hin. Ich würde mich für rechts entscheiden, ich bin heute schnell. Und wir schauen, was da liegt. Der Himmel wacht über dich. Und es geht um eine Verpflichtung. Spannend. Dann haben wir hier Ahorn, lausche der Stimme der Natur. Hier geht es auch um den Einklang mit allem. Das passt zum Wochenorakel. Ne?
Man entwickelt irgendwie ein Muster, das mit allem und in allem schwingt und das harmonisch ist und es passt hier sehr gut. Hier können wir einen gewissen Mangelgedanken oder etwas, wo wir im Verlust uns fühlen oder etwas, was an uns nagt, mal mit einer anderen Energie, mit einer anderen, ich nenne es mal, Vorgehensweise so verändern, dass sich etwas wieder fügt. Es kann sehr viel aus dem Bereich Verpflichtungen kommen, wo wir mal ein anderes Muster brauchen. Das ist hier sehr spannend, denn im Prinzip sagt die Verpflichtungskarte, dass wir unser Wort halten sollen und dass wir den Dingen nachkommen sollen, die wir versprochen haben. Und dass es sein kann, dass das alles ein bisschen viel ist und dass wir uns das Muster angucken dürfen, warum wir alles und jedem eine Verpflichtung sozusagen schenken. Und hier ist es auch so, dass wir abgeben können, dass wir ehrlich sind, dass wir ungewollte Verpflichtungen, das ist auch etwas, was energetisch wirken kann oder was uns Energie absaugt, weil wir irgendwie nicht schaffen, dem Ganzen nachzukommen, dass wir uns das genauer angucken. Ne? Es geht um das Wohlergehen, das wir selbst haben. Wir haben mit der Maus einen gewissen Mangel in uns und es geht darum anzugucken, wie genährt sind die anderen. Das Wohlergehen von allen. Und es geht darum, die Dinge mit Freude zu erledigen. Anstatt mit diesem Gefühl, ich kann gar nicht alles schaffen. Hier geht es sehr viel darum, dass man zum Beispiel, trotzdem, dass es viel sein kann um einen rum, eine Zeit ist, in der man gut beschützt ist, in der man noch mehr abgeben kann. Wo man auch gesagt kriegt, eigentlich gibt es nichts, wovor du dich fürchten musst. Du wirst bewacht. In deinem Zuhause, in deiner Vitalität, im Wohlergehen. Und das ist vielleicht nur ein Denken, ne, von uns, ich bin ungeschützt, jetzt kann mir überall was passieren und genau das ruft hier den Mangel hervor. Eine gute Chance, dieses Muster zu durchbrechen. Ich persönlich vermisse die Zeit, wo ich alles mit Freude gemacht habe. Aber gut. Vielleicht kommt sie zurück. Da hat sich eine umgedreht. Wir haben den Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte, lerne immer wieder neue Dinge, behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Gut, schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Wow, ihr habt das Wunder und die segensreiche Fülle. Wahnsinn. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Ne? Hier wird sich etwas zu euren Gunsten auszahlen. Ihr erkennt die Fülle, die wunderbaren Möglichkeiten, die es um uns herum gibt, auch gerade in Situationen, wo wir eben nicht mehr daran gedacht hätten oder wo es Konflikte gibt. Und das, was wir hier ernten oder ihr hier erntet, das sollt ihr auch gut pflegen. Ne? Also eure Saat so pflegen, dass sie nachher reiche Früchte mitbringt. Ihr habt den Weißdorn dabei. Der Weißdorn stärkt die Herzenskraft. Das Herz wird leicht und weit und hier ist irgendwie sowas, wo auch emotionale Genesung sein kann, wo wir uns irgendwo durchgebissen haben und jetzt irgendwie die Ernte dafür einfahren, die unser Herz beglückt. So, hier haben wir eine, die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen.